Im Talk at the Studio ist der Gastreferent der Architekt Pierre de Meuron. Der CEO von der Ringier AG, der Marc Walder, und der Philipp Gmür, CEO von der Helvetia-Gruppe, haben am Montag zum Tag eingeladen. Sie und rund 90 Leute haben das Gespräch zwischen der Christine Meyer und dem Pierre de Meuron mitverfolgt. Der Basler ist eine Hälfte vom berühmten Architekturduo Herzog und de Meuron. Zusammen mit dem Jacques Herzog hat er Monumente gebaut wie der Roche Tower zu Basel, das Olympiastadion zu Peking und die Elbphilharmonie zu Hamburg, die letztes Jahr eröffnet worden ist. Die Elbphilharmonie wurde gezeigt. Ja. Das war wirklich nicht einfach. Ja, wollte ich noch darauf kommen. Kann man schon. Die Sache war aber dort. Wir waren dort so quasi die kleinen Schweizer in Hamburg. Und wie oft bin ich da vortanzen müssen beim Bürgermeister und beim Senat, vorstellen, beim Senat. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin nicht blauäugig, ich bin nicht naiv, aber wir kriegen das Ding nur gemeinsam hin. Und das war der Beweis, es ist nur gemeinsam gekommen. Wenn jeder irgendwie nur stur auf seine Position bleibt, dann wäre das Ding an die Wand gefahren worden. Sein Architekturbüro hat rund 400 Mitarbeiter und ständig zwischen 50 und 60 Projekten weltweit am Laufen. Ich möchte in einem jungen, dynamischen Büro älter werden. Und wie ist das möglich? Und das ist nur möglich, wenn ich den tollen Mitarbeitern, die wir haben, eine Perspektive gebe. Und wenn die Perspektive nicht da ist, dann gehen die guten Leute. Das ist, ich glaube, so klar wie das Amen in der Kirche. Das heißt, wir haben uns aus mehreren Gründen haben wir uns entschieden, die Firma soll überleben. Das heißt, wir haben eine Nachfolgeregelung, es gibt einen Management-Buyout und so weiter. Und das heißt, ich werde älter in einem dynamischen, jungen Büro. Und jetzt gilt das Gleiche auch für die operative Leitung. Und dass das auch irgendwann mal dann kommen muss, weil ich will das nicht ewig machen und es gibt so viele andere Räume. Definieren, was gute und schlechte Architektur ist, will Pierre de Meuron nicht. Von etwas ist er aber überzeugt. Die Projekte müssen dem Leben und dem Menschen dienen und mit der Natur im Einklang stehen. Genau da sieht er die Gefahr für die Schweiz. Wir müssen uns in der Schweiz gerade doch sehr bewusst werden, dass unsere natürliche Ressource ist die Landschaft. Sie haben sich ja auch schon über die Zersiedelung geäußert. Und wenn das alles verbaut wird, dann sägen wir den eigenen Ast ab, wo wir Schweizer drauf sitzen. Weil die Schweiz ist ein Tourismusland und die Schweiz ist ein Land der Landschaft. Das haben die Engländer schon im 18. Jahrhundert gesehen und im 19. Jahrhundert. Ganz Europa findet das wunderbar, die Alpen und diese Landschaft. Und wir sind an einigen Stellen daran, das kaputt zu machen. Aber auch beim Architekt gibt es Grenzen, was die Bauten betreffen. So würde er zum Beispiel nicht in Kasachstan bauen. Der Grund, er will keine Architektur als pure Machtdemonstration machen, die ein System und einen Präsident verherrlicht.